Servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Q&A mit den Entwicklern. Wir haben jetzt einige neue Informationen über das Jahr, was jetzt zumindest geplant ist, auch auf Feedbacks eingegangen werden und sie haben auch dazu Stellung genommen und man kann das auch, also falls ihr das nicht wusstet, auf Discord gibt es einen Kanal, der heißt Suggestions, also Vorschläge, der ist hier unten. Da könnt ihr Sachen reinschreiben, die euch aufgefallen ist, die ihr denkt, die könnten besser werden. Und die können dann alle anderen upvoten oder downvoten, je nachdem, ob die anderen zustimmen oder nicht. Und die haben sich jetzt halt die aktuellsten rausgenommen und haben quasi jetzt die wichtigsten wahrscheinlich für sie, wo sie sagen, jo, das können wir machen, das können wir nicht machen, und dazu Bezug genommen. So, oder Stellung genommen, besser gesagt. Und ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, weil es ist nicht alles wichtig. Vieles davon muss ich auch mit den Augen rollen. Aber ja, also definitiv gibt es etwas, was auch schon öfters gefragt wurde für Batch Cell Modifiers, also quasi für die ganzen Bauteile und Schleifsteine, also die Verbesserungen-Dinger, dass da nochmal ein Modifikator drin ist, dass man besser raussortieren kann. Das Problem ist nur, die sagen, dass das erstmal unnötig ist, weil die ganzen Schleifsteine oder diese Verstärkungssteine sind ja sowieso in Inventar drinne und werden ja, also wir brauchen ja keinen Platz. Man kann ja so viele haben, wie man möchte. Deswegen ist das erstmal unnötig, was ich auch verstehen kann, weil ich meine, haben ist besser als brauchen. Die Dinger nehmen keinen Platz ein. Es ist ja, also es überfüllt auch nicht. Man geht ja auf die Bauteile drauf und wählt einfach den Stat aus und kann den verstärken. Events und Timegating. Ich habe jetzt auch mal kurz in die oder Vorschläge reingeguckt, um einfach zu wissen, was genau überhaupt hier gefragt ist, weil die Aussagen, also die Überschriften haben keine Aussagen. Es ging darum, dass jemand hier wegen dem Licht-Forster-Event gemeint hat, dass man zu wenig Punkte bekommen würde, weil man ja nur alle 4 Tage quasi LD-Net vorbekommen kann. Imagine, man bekommt alle 2 Tage ein LD-Net vor aus diesem Event. Wird keiner machen. Das ist too much. Man würde dann am Ende über 10 LD-Net Force auswählbar haben und das ist dann schon zu viel. Also das ist wieder dieses typische, man gibt denen einen Finger und die wollen die ganze Hand. Ja. Ich hätte auch mir gewünscht, natürlich, dass es vielleicht 2 mehr oder so, als dass man nicht nur 4 summonen kann, oder ich glaube, das müssten, oder 6? Waren es 6? Ich weiß nicht mehr. Bin mir nicht mehr sicher, aber 1, 2 mehr hätten jetzt auch nicht den Braten fetter gemacht, aber ich meine auf jeden Fall alle 4 Tage, das heißt 5, genau, 5 konnte man auswählen. Also, ja, das ist aber, da haben sie auch gesagt, hey, wir haben es zwar bezogen auf die Neulinge, dass jeder die Möglichkeit haben soll, diese Events zu machen und so, aber das liegt auf jeden Fall an den LD-Net Force, weil LD-Net Force sind mächtig und wenn dann die Leute, wie bei den normalen Events, über 10 Stück sammeln können, dann ist es natürlich auch nicht so das wahre, freie Energie-Events. Und die haben gesagt, sie werden solche Events zu bestimmten Zeiten öffnen, dass man freie Energie hat, um zu farmen. Dann Summoning, LDs und Pity-System. Ja, das ist wieder ein Thema. Ja, Hitting 300 von 300 ohne eine LD 5 zu bekommen, fühlt sich an wie Scam. Leute. Es gibt Leute, die haben bei 350 oder 360 erst eine LD Net 5 bekommen und haben nicht geweint. Es ist halt so. Das ist ein Pity. Das Pity heißt ja nicht direkt automatisch, wenn du 300 hittest, dass du auch direkt ein LD Net 5 bekommst. Da wird nur der Soft Pity, man sieht es ja in den Informationen, das ist einfach nur wieder Unwissenheit, aber schützt nicht vor, na, weil im Endeffekt, hier steht es auch drin, Soft und Hard Pity Structure ist ja schon drin. Ab 300, wenn man die Grenze 300 erreicht, erhöht man die Chance, immer weiter einzubekommen. Das ist wieder dieses typische Finger geben, ganze Hand wollen. Summoners War hat sowas nicht mal. Es gibt bei Summoners War kein Pity. Gab's nicht, wird's auch nie geben. Summoners War ist da einfach schon egal. Die Leute hier geben uns zumindest ein Pity, wo es wirklich ab einer bestimmten Zahl die Summoning Rates erhöht. Und damit finde ich das auch fein und das ist auch der Grund, warum hier komplett nach unten. Okay, die haben hier eine. Okay, es sind mehrere. Garantiert LD-Net 5 oder LD-Katalysator als Pity. Die Mechanik wird nicht geändert, aber wir werden sie adjustieren im Fission Rate Panel, um zu vermeiden, dass gewisse Nummern X200 die Leute einfach nicht daran denken, dass sie
genau bei 201 bekommen. Finde ich fein. Also man sollte schon trotzdem sehen können, dass man ab einem gewissen Punkt eine erhöhtere Chance hat, aber dieses X zu 200, schwachsinnig. Das ist halt genau das, wo dann die Leute denken, ja, bei 300 kriegt man LD 5. Nein, das ist einfach nur da, ab da erhöht sich, also Pity ist ja nur ein Schutzmechanismus. Pity ist ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sowas wie Vergebung oder sonst was. Also Erbarmung, glaube ich. Das heißt einfach, das Spiel hat Mitleid mit einem und erhöht langsam die Chancen, damit man irgendwann mal seinen Net 5 bekommt oder auch was auch immer. Darum geht's eigentlich. So, Schwierigkeit bei LD-Units zu stacken, genau. Ja, das habe ich schon ein bisschen auch im Hinterkopf gehabt. Stacken von LD-Units wird schwer, aber das hatte ich damals, wenn sich jemand daran erinnert, habe ich das schon mal gesagt. Stacking ist nicht so wichtig, diese 5 Punkte mehr oder weniger. Es macht den Braten nicht fett. Man wird trotzdem die 30 Punkte schaffen. Bei jeder Unit. Diese plus 5 Punkte sind einfach nur Boni. Das ist, also die 5 Punkte machen meistens bei den Builds fast gar nichts aus. In den meisten Fällen, wenn ich 30 Punkte habe, also mittlerweile mache ich das wirklich so, dass ich bei Net 5s auf 6-Star mache, aber bei den 4-Stars und 3-Stars mache ich nur bis 5 Sterne. Weil der letzte Stern verbraucht erstens ein Herz, ist sehr kostspielig. Und zweitens, ob ich 30 Punkte oder 35 Punkte habe, macht keinen großen Unterschied. Deswegen bleibe ich bei 3-Stars und 4-Stars immer bei 5. Weil da habe ich genug Skill-Ups, da kann ich meine 5 Bonus-Stacking-Punkte bekommen und da muss ich nicht auf 6 Sterne machen. Nur als kleine Info. Gebe ich ja jeden als Tipp weiter. Es ist nicht wichtig. Solange ihr 30 Punkte habt, ist der Rest völlig egal. Und die antworten auch darauf. Viele Spieler werden nicht LD5 stacken und es ist auch kein wirkliches großes Problem für die Darkness und für den Bonus vom Stacking ist nicht wirklich sehr hoch. Das sagen sie auch. Und das habe ich damals auch schon gesagt, als das Spezialisierungsupdate rauskam, hatte ich in meinem Video schon mal erwähnt gehabt. Aber sie haben gemeint, sie werden trotzdem mal ein begrenztes Item reinpacken, um die Stack-Anzahl zu erhöhen für egal welches Level. Für ein zukünftiges Event. Okay. Ja, also wie gesagt, ich kann euch mit bester Gewissheit sagen, ob ihr 30 oder 35 Punkte habt, es macht keinen Unterschied, Leute. Wirklich, meine 4-Stars sind alle nur bei 5 Sterne. Wie ist das genauso? Außer ich habe mal genug von den Herzen, aber glaubt mir, macht keinen Unterschied. So, Balance und Meta-Concerns. Genauigkeit und Resistance hatten wir schon mal gesprochen im letzten Video. Da wollen sie ja schon was dagegen unternehmen. Es wird auf jeden Fall was gemacht. Dann, wir benötigen CC-Counter. Ist auch so eine Sache. Da werden sie nicht wirklich sagen, ja, machen wir, weil das ist eine Art von, ja, wir brauchen neue Monster, die CCs countern. Ja, das wird schon irgendwann kommen. Es gibt ja auch schon Monster, die sowas können. Hatte ich letztes Mal auch im Stream gezeigt. Es gibt zum Beispiel den Baumbarbaren. Es ist ein Five-Star, ich weiß, aber es gibt unterschiedliche Arten von Elements, die das mittlerweile können. Vor allem, sie haben erst vor kurzem ein neues Element eingefügt, implementiert. Und zwar den Wasser-Dino der Toten. Es ist eine CC-Antimeter. Wenn gestunt wird, glänzt er einfach. Das ist die beste CC-Antimeter. Nur als kleine Info. Also die Leute haben schon die Elements, die sie brauchen, aber sie gucken halt nicht und benutzen sie nicht oder lesen nicht. Oder sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie man so schön sagt. Skillkleid beim Baumbomber. Bei S3 ist die Frage, er braucht Klarheit. Der dritte Skill macht zwischen 42.000 an alle Gegner bis zu 12.000 an alle Gegner. Gleiches Setup, also gleiche Elements, gleiche Buffs. Und da ist eine Frage, ignoriert es Verteidigung, kann es critten und ist es technisch gesehen keine Bombe, obwohl es eine Bombe ist, weil es dann vom Bombenkern-Spezialisierung nicht Benefits, also Vorteile bekommt. Und die Antwort dazu ist, dass der Schaden auf alle Gegner verteilt wird. Das heißt, wenn die Bombe 300.000 macht, dann wird auf alle Elements als Gegner gleichmäßig verteilt der Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort für diejenige Person ist, weil wenn man auf die gleichen 4 Elements den gleichen Schaden macht, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, ob die squishy sind oder ob sie viel HP haben, denke ich mal. Und dann ist die andere Sache, das ist ja ein Lebensentfernungsberechnungsschaden. Bedeutet, da gibt es keinen Verteidigungsignorieren oder sonst was. Das entfernt einfach nur Leben.
Das ist nicht in Art von wegen Multiplikator mit Verteidigung oder mit Crit oder sonst was. Es ist einfach nur rein HP-Entfernungs-Damage. Und deswegen ist das auch zum Beispiel gut gegen Elemons, die zum Beispiel sehr viel Verteidigung haben oder auch Passive haben, die Verteidigung zum Beispiel nicht senken lassen, wie der Lichtzwillingsklinge. Habt ihr nicht von mir? Wehe, greift mein Lichtzwillingsklinge an. Ich warne euch. Mann, diese blöden Entwickler, ne? Tippen die direkt schon mal einen Counter gegen meinen LD-Unit ein. Ich mag. Nee, nein, geht gar nicht. Okay, weiter geht's. Und die Spezialisierung Bomben macht in diesem Fall keinen Sinn, weil Bomben sind ein Debuff. Und dadurch, dass diese Bombe ja kein Debuff ist, weil er stellt ja das Ding einfach nur in die Mitte des Raumes und geht einfach weg und das Ding platzt. Es ist ja kein Debuff, also kein Bomben-Debuff. Und deswegen wird es von der Spezialisierung Bombenerhöhungsdamage nicht, kommt kein Vorteil davon. Das auf jeden Fall mal dazu, dass ihr auch mal wisst, wie das funktioniert. Okay, Unit-spezifische Buffs würden angefragt. Lichtganzlinger, Dark Viking und Lichtfee. Wo ist meine Doppelklinge? Also meine Zwillingsklinge? Die fehlt hier. Ein kleiner Scherz. Genau, also die wollen einfach nur dazu, also so diese spezifischen Buffs und da habe ich auch schon öfters dazu gesagt, das können sie nicht pauschal sagen, ja, machen wir oder nein, machen wir nicht, weil das Problem ist, das ist alles basierend auf Daten. Wie hoch ist die Winrate mit diesen Elements? Wie hoch ist die Lose-Rate mit diesen Elements? Wie oft hat er das gemacht? Wie oft hat er dies gemacht? Und so weiter und so fort. Das sind alles Daten, die sammeln sie im Hintergrund und werten aus. Und dementsprechend versuchen sie natürlich objektiv die Elements dann entweder besser oder schlechter zu machen. Ich kann euch immer garantiert sagen, wenn ein Element eine sehr, sehr hohe Winrate hat, dann könnt ihr davon ausgehen, dass dieses Element definitiv genervt wird, weil man will ein Balance zwischen allen Elements ungefähr hinbringen. Man kriegt das natürlich nicht hin. Klar, es wird niemals klappen, ein Balance hinzubekommen, dass alle Elements gleich stark sind, zumindest von den Net 5s, Net 4s und Light Dark und normale. Aber man versucht es trotzdem immer so gut es geht zusammenzubekommen. Und das war auch schon in Summer, das war so und es wird auch in jedem anderen Gacha-Game sein und so ist es auch hier. Sie versuchen natürlich zu gucken in der Zukunft, wie performen diese Elements und dementsprechend Pick und Pickrate ist ja auch nochmal wichtig, wie oft wird die benutzt von den Personen, die sie haben. Und bei LDs ist es sowieso schwieriger, weil LDs haben nicht alle. Also ein Dark Viking, wie viele Leute haben einen Dark Viking? Wie viele kennt ihr, die einen Dark Viking haben? Ich kenne keine Person, die einen Dark Viking hat. Light Fairy habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben gesehen. Deswegen kann man zu diesen Elements nichts sagen. Und die Leute, die meistens dann sagen, yo, der ist voll schlecht, der ist voll schwach, buff den mal bitte, sind meistens Leute, die haben keine Skill-Ups oder keine Bauteilqualität. Und hier steht auch drin, also sie sind immer noch dabei. Natürlich werden sie Balancings machen und gucken, dass die Elements alle ungefähr gleich sind, wie ich gesagt habe. Und hier steht auch, take into account the weaker elements mentioned. Also ich bin mir nicht sicher, ob die damit meinen, sie werden sich dann Probe-Accounts machen mit diesen Elements und die testen und gucken, ob sie funktionieren, weil ich glaube, das ist die beste Art von Balancing. Weil, wie ich schon gesagt habe, wenn Hans Alfred sagt, Light Fairy ist so schwach, keine Skill-Ups drauf, keine Spezialisierung drauf, Bauteile am besten noch 3-Sterne-Bauteile drauf und sagen, das Element ist schwach. Wie sehr kann man sowas ernst nehmen? Gar nicht. Null. Und deswegen, und man weiß halt nie, wie gut oder wie schlecht diese Person ist, die das erwähnt. Und deswegen, wenn sie sagen, sie werden diese Elements selber testen, ist das das Beste, was sie machen können, weil dann haben sie selber mit eigenen Augen gesehen, ob dieses Element wirklich schwach ist oder gut ist. Und vor allem mit den besseren Qualitäten. Dann Dark Viking hat einen einzigartigen Skill 3, keine Cooldowns, keine Nummer irgendwas negative Effekts. Der Schaden hier will be lower than other pro damage skills. Okay. Also da haben sie irgendwie, ja, werden wir sehen. Light Fairy believes that the addition of an extraction by in the new version will help in determining who has the lower attack by the start of the battle. Okay, ja, sie haben schon eine Idee, wie sie beim Light Fairies besser machen können. Aber das haben sie anscheinend schon im Hinterkopf gehabt. Also die haben sich wahrscheinlich genau die ausgesucht, die sie sowieso schon upgraden wollen oder besser machen wollen.
Deswegen, also die haben hier schon kleine Lösungen drin. Aber ja, oder Feststellungen zumindest. Dann mehr Zugriff auf seltene Debuffs. Hex, Root, Reflect. Ja und nein. Ich will nicht noch mehr Elements mit Hex haben. Bitte nicht. Noch mehr Counter gegen meinen Twin Blade. Gottes Willen. Nein, Spaß. Aber ja, es werden immer wieder neue Elements kommen mit irgendwelchen bestimmten Debuffs. Das wird passieren. Also früher oder später werden neue kommen. Aber momentan denke ich erstmal mit Freestars und Four-Stars weiterzumachen. Da Hex oder Root oder sowas reinzupacken, ist keine gute Idee. Keine schlaue Idee. Definitiv nicht. Und jetzt kommen wichtigere Sachen. Offizielle TikTok und Instagram Präsenz. Content Creator Rollen Aktivität benötigt. Content creation related matters will be handled by the team responsible for this task. Das heißt, das Team, was dafür zuständig ist, wird das machen. Und da haben wir ja schon mitbekommen, dass Jubegel mit da drin ist, aber bis heute noch nichts gehört. Also keine Ahnung, ob da irgendwas kommt. Ja, ich hoffe, dass da jetzt endlich mal langsam was wird, weil es ist mau. Wir brauchen Werbung, wir brauchen Präsenz, weil das Spiel wird sonst nicht gesehen von den Leuten. Und das ist halt schade. Generelle Roadmap für 2026, das ist ziemlich geil. Wir kriegen eine transparente Roadmap für dieses Jahr. Und da sind einiges dabei, was ich persönlich ganz okay finde. Und da auf jeden Fall besser gesagt, es gibt vieles, was schon erwähnt wurde. Allein hier mit den Abgrund-Dungeon. Dass die geändert werden, optimiert werden, der Loot, die Erfahrungen, dass die Bosse weniger gemacht werden. Und ja, dann multiple neue Events werden nochmal reingepackt. Zusätzlich zum Geburtstag. Ne, da kommt hoffentlich auch nochmal was Cooles dazu. Dann das Öffnen des dritten Dungeon. Und auch Änderungen im PvE-Content. Also es kommt ein neuer Dungeon, Leute. Wir haben ja schon bei dem verrückten Dungeon gesehen, dass rechts als drittes ja noch was offen ist. Da kommt ja noch was rein. Und das wird jetzt, denke ich, dieses Jahr auf jeden Fall reinkommen, weil das ist ja Roadmap für dieses Jahr. Und jetzt, Leute, es ist endlich soweit. Einführung des RTAs mit Transmog-Skins, Leute. Wir kriegen dieses Jahr endlich unsere Transmogs. Wie lange warten wir schon auf Transmogs, Leute? Das ist das Wichtigste von allen. Nee, Transmogs sind schon cool. Muss man schon haben. Ist schon cool. Aber RTA kommt dieses Jahr auf jeden Fall. Zusätzlich neues Gameplay-Mechaniken im Territoriumkrieg, also im Gebietskrieg. Wahrscheinlich werden da solche Sachen kommen wie bei Summoners War, obwohl das haben wir mittlerweile mit 4-Star Tower oder nur 12 Sterne. Vielleicht werden sie auch sowas reinpacken wie darf keine LD-Units haben. Okay, die wollen einfach 2D10 zu 3D10 ändern. Wie die Main-Screens von Arena und Guildkampf. Okay. Gut, das ist mir relativ egal, aber es wird wahrscheinlich das Spiel ein bisschen einfach schöner gestalten und besser aussehen und so weiter. Aber die wichtigsten Sachen sind natürlich die ersten 4. Die ersten 4 sind für uns schon sehr, sehr wichtig. Das wird auf jeden Fall richtig geil, wenn wir einen neuen Dungeon bekommen. Ich bin mal gespannt, was für eine Dungeon-Art das sein wird. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Antworten. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit bei diesen Suggestions hier auf Discord, könnt ihr auch unten in der Beschreibung sehen. Ich habe den offiziellen Discord auch von Element Vision verlinkt, falls ihr noch nicht drauf seid. Da könnt ihr reingehen und da könnt ihr reinschreiben. Und wie gesagt, da schreibt ihr rein. Ihr müsst es halt auf Englisch machen. Das soll auf jeden Fall dazu gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.